Hilfe, ne? Das hilft. Was heißt? Es ist schwer. Ich kann Kannst du alleine eine Leine tragen? Echt? ein Tieri habe ich hier mitgebracht. Nee, nein. Eine Tragehilfe hast du mitgebracht? Langsamer? Direkt fahren. Warte mal. Holen wir ein Holz. Wenn der Wolfgang alles an Holz verschürt hat, haben wir noch eins da. Habe ich gestern auf dem Müll. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sport. Heute live aus der Werkstatt, hätte ich fast gesagt. Es ist Dienstagmittag, Dienstagabend wird es gesendet. Hinter mir ist der Jason Adams. Hallo. Scheiße, was hat denn der in der Schule gelernt? Dabei hat er seine Rooney BMW. Wir haben ein paar Videos, da kann ich die Links hinsetzen. Den Rahmen haben wir schon ein paar Mal geschweißt. Also der sieht ursprünglich schon so aus, hat aber ein paar Verstärkungen genossen über die Jahre. Hast du den Ton? Hat ein paar Verstärkungen genossen. Die hat er auch gebraucht. Da in dem Bereich war ein Riss, hier oben war ein Riss. Aber das ist Vergangenheit, denn auch der Jason wartet auf eine SWT. Wartet. Ja. You're waiting for a SWT. Und so lange wie das halt dauert bei uns, bis wir mal in die Pötte kommen und uns bewegen, weil wir nur Videos machen und Fernsehen schauen und Kaffee trinken. Ganz wichtig, Kaffee trinken. Chips essen und was auch immer ich mir manchmal anhören muss. So lange muss ich das Motorrad noch erhalten. Aktuell war es so, auf welcher Rallye warst du? Which Rallye was the last? Hellas. Auf der Hellas Rallye ist er gegen einen Baum gefahren und dann gab es Baum war es, oder? Ich habe das auch Against the tree? umgekehrt nein, es war Stein. Stein. Weil ich habe das auch, der Kümmer war ganz Flach. platt. Flach. Flat Pipe. Ja. Und ich habe das nicht gesehen. Und somit sind wir in den Genuss gekommen, das Motorrad wieder herzurichten. Das heißt hier, wie nah darf ich? Du kannst schon. Ich weiß Das- nicht, was du jetzt zeigen Das ist ein komplett reparierter Auslass. Da unten sieht man auch, dass wir dann geschweißt haben. Also man kann so ziemlich alles wieder herrichten, ist halt viel Arbeit. Ne? Wenn man das macht, überholt man natürlich die Köpfe beide. Dann bekommt er ein frisch überholtes Getriebe und einen überholten Endantrieb. Aber da hinten wird ganz kaputt, ja. Hier ist es schon so weit gewesen, dass das Lager, also das ist die letzte Revision, das Lager gerade noch so drin hält. Es ist übel, was mit so einem Getriebeteil, was ist denn da jetzt runtergefallen? Es ist übel, was mit so einem Endantrieb an der Rallye passiert. Das ist einfach Hardcore, was der aushalten muss. Der Jason fährt immer noch mit Trommelbremse. Ich habe ihm gesagt, solange wie wir das jetzt nur erhalten müssen, das Motorrad kommt ja dann in sein eigenes Museum, solange wir das erhalten müssen, lassen wir das mit dem Rad und er soll das Geld dann in die Evo 2 schicken, in die SWT, ist viel gescheiter. Freust du dich schon auf die SWT? Ja, sicher. Ja, absolut. Ja. Ja. Sich freut. Ich habe Deutsch gelernt, sodass ich mit dir sprechen kann. Ja. Extra. Machst du das auf der Abendschule? Nein, ich habe vor 2 Jahren in der Schule gegangen, aber ich habe das. Aber du bist zu gut für die Schule. Ja, ich habe das vor 2 Jahren. Jetzt kann ich wie ein 2-Jähriger sprechen. Das ist gut. Ja. Der Auftrag war, wir müssen nur den Motor reinbauen, das Getriebe und den Endantrieb. Es ist schon wieder Nachmittag. Erstmal war ein Motor am Waschen angesagt und jetzt ist erstmal Motorzusammenbau angesagt. Dann hängen wir den rein. Es ist ein wenig umständlich. Wir müssen das Getriebe anflanschen und dann reinheben. Und dann erst nach hinten bauen. Ist ein bisschen umständlich, sieht aber sehr geil aus. Also ich finde dieses Rahmenkonzept wunderschön. Würde mir für so eine Supermoto gut gefallen. Im Gelände hat sich leider gezeigt, dass es nicht so stabil ist. Aber jeder, der ein bisschen so
ne, wenn technisch denken kann. Es fehlt halt ein ganzer Loop, ne? Und der bringt halt Verstärkung rein, ne? Und der ist einfach nicht da und das muss alles dieses Rohr aushalten. Da gibt es diese Egli-Rahmen, die kennen die von früher noch, die haben für alles mögliche Rahmen gebaut, das war auch mit einem zentralen Rohr, das war oft rund. Schon geiles Konzept, aber im Gelände wird es schwierig. Wir haben den Rahmen ja hier schon verstärkt, hier, unten ist er durchgeschweißt, oben ist er durchgeschweißt. Da ist überall schon was reinkommen. Ne? Die sind auch jetzt, eine Seite ist neu, hast du gesagt, ne? Ja. Und diese Seite sind angeschweißt und hier verstärkt. Das ist, was schätzt du, wie viele Kilometer das Motorrad hat? Keine Ahnung, aber es hat fast 220 Stunden. Gelände. Ja. Alles Rennen. Arbeitest du noch was außer Motorradfahren? Außer Motorrad? Ich habe das Bewilligung endlich. Okay. So kann ich arbeiten, aber ich mache nur Projekt, Kurzzeitprojekt und dann kann ich an anderer Zeit. Also du hast viel Zeit zum Motorradfahren. Ja, das ist mein Lieblingssport natürlich. Wie viele Rallyes so bist du schon gefahren? Insgesamt? How much? In den USA habe ich mehr als, sie sind kürzer in den USA, sie sind nur einen Tag, ohne Navigation habe ich mehr als 30 gemacht. Insgesamt? Ja. Und Oder dann nur in der USA? in den USA und dann Okay. die lange Zeit, Ja. lange Strecke Rallye, Mexiko, Ja. 3-4 Mal und dann LS, Australien bist du auch gefahren? Australien, Bosnien? ja, noch nicht. Griechenland 4 Mal, 5 Mal, Spanien 2 Mal, so So grob? insgesamt 10. Also so. 10 große, 12 große, Okay, und 30 kleine? ja, so weit. So. Oh, ungefähr. Ungefähr 50 Rallyes. Ja. Und nur 22 Stunden auf diesem. Die ersten 3 waren auf dem, ich habe eine GSPD, Ja. als auch die Boxer of Hammers. Das war der zweite Umbau. Und wie ist das für dich so, wenn du ins Fahrerlager mit diesem Motorrad kommst oder zur technischen Abnahme? Die Leute, wie sind die dir gegenüber? Freuen die sich, dass du da mit so einem komischen Fahrzeug kommst? Offen ist das die Spezial des Rallye. Versteht? Okay. Jedes schaut alle Motorrad, sie sind alle KTM oder Ja. Und dann denke ich, was ist das? So, es ist relativ cool, aber meine Mechaniker oft hassen das. Okay. Sie sind like, Aber warum fährst du mit der BMW und warum nicht mit einer neuen KTM? weil KTMs sind überall und ich bin gar nicht schneller auf dem KTM. Das ist gleich, weil ich kann nur denken an eine Geschwindigkeit. Und so ist es egal. Und das ist wie ein Kunstprojekt und kann ich darum lernen. Und so, es ist echt cool. Es ist, niemand anders macht das so. Finde ich das cool. Ich weiß ein paar andere, die das machen. Und so. So ganz wenige. Hat er mich gerade auch angeschaut, oder? Nee, der schaut, Okay. der hat auf Okay. die Hose geschaut. Ah ja, okay. Ja, die ist Entschuldigung, habe ich jetzt falsch verstanden. Nee, es ist eigentlich es ist ein cooles Ding. Also mir gefällt es, ich finde es schade. Schade, dass es so viel kaputt gegangen ist schon. Ne? Es ist ein Ja. Rennrad, so das Ja. muss man Ja. fast immer. Also versteht ihr draußen, wenn man es richtig benutzt, muss es kaputt gehen. Ja, Johannes? Jetzt habe ich ihn angesprochen und angeguckt. Hast du auch den Johannes angeschaut? Was ist die nächste Veranstaltung, die du jetzt fahren willst? Next Rally? Carter Rally, Marokko, März. März. Beginning März. Haben wir noch in Zeit, können wir noch in liegen lassen. Und das ist ein bisschen ein bisschen höherer Schritt für mich. Weil das ist ein echt. Ich bin in Tunesien beim Gas Trophy gefahren und so. Ich weiß Sahara, aber das ist ein bisschen hoher Schritt. So, ich möchte alles bereit sein. Also auch brauche ich mehr Benzin auch. Ich habe noch 20 Liter, glaube ich. Ich habe Tanks mitgebracht und ich denke noch auf Koffer. Sagen das normal. Okay. Vielleicht muss ich große Tank. Wer hat den Motor gebaut? Ja. Du? Den Motor? Ja, fast 3-4 Mal. Und was ist das für ein Motor? Es ist ein 1983 650, ja. Aber mit dem 7 Rock über 860 Kit.
Okay. Und dann die Köpfe ist ein bisschen massagiert, Torten. Und Die Zündung, die ist... bei Power Dynamo, aber das hat ein neues Namen in diesem Fall. Ja? Wenn du Google Power Dynamo, es ist eine Magneto-Ignition. Eine Wape. Und das ist wichtig, weil wenn ich ob meine Batterie fertig bin, dann kann ich noch fahren. Federweg vorne, die Gabel ist Suzuki. Ja. Ja. Suzuki, es ist fast, nein, nicht mehr Stock, aber es ist fast alles Suzuki, DRC 2007. Wie viel Federweg hast du? 280 oder 3. Der Scheinwerfer, den hast du neu, Ein ne? neues Pro Baja Designs, weil es ist ein Test. Tester, ja. Das ist kein Kabelbinder. Das ist kein Kabelbinder. Und der macht richtig hell. Ich habe gehört, dass in Carterelli gibt es eine Nachtetage, so ich brauche mehr Licht. Ja, viel mehr Licht. Viel mehr Licht. Sternlampe habe ich damals genommen. Also Hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mein Roadbook nicht mehr lesen können. Die war so hell, dass ich das Roadbook nicht lesen konnte. Das hat immer genau geblendet. Dann den Rahmen, den haben wir ja schon gehabt. Hinten hast du die 1100er Schwinge. Ist die schon auf 18 Zoll umgebaut? Von uns? Es ist Da ist die. Oh, weißt du deinen Federweg hinten? ja, Ole. Ist doch ein Schneiden, ne? Und wie viel Federweg hast du? 300, fast auch. 280. Nutzwohl ist fast 257 oder so. Okay. Es kann fast alle. Hydraulische Kupplung? Ja, ich möchte wir haben das drüber sprechen über eine längere Kolben, sodass es ist nicht so näher. Ich habe darüber liegen wie Mikuni. Mikuni und Flachschiebervergaser von Mikuni. Mach mal kurz auf. Pass auf, es spritzt. Spritzt nichts mehr. Ist aber sehr schwer, ne? Ja, ein bisschen. Zeig mal deinen Arm. Hast du das mit? Das sind die Delordos gewesen. Es geht nichts mehr weg. Jo. Okay, das war jetzt irgendwas Technisches und über ein außergewöhnliches Bike, die Rooney BMW. Weißt du, Paul Rooney, wie alt ist der mittlerweile? Es ist in den 70 Jahren jetzt. Zumindest, ja, es ist fast 80 jetzt. Ich muss ihm schreiben. Ja. Da sind schon viele Teile von mir dran gewesen. Also Karrenwellenadapter und so war alles schon von uns. Der Driveshaft Adapter ist from SWT. Rooney bought the parts from us. Oh ja? Ja. Ja, no problem. Ne? Ich finde es halt geil, ne? So ein Exoden, und vor allem ist das Ding legalisiert, das fährt auf der Straße. Ne? Und das ist halt der Hammer. Und weil ich sowas geil finde, helfe ich auch dem Jason immer, dass das Ding noch am Fahren bleibt. Habe ich dir das jetzt gebrochen? Das knickt jetzt so. Oh, Scheiße. Kaputt gemacht. Müssen wir doch entsorgen. Weil ich das so geil finde, helfen wir da auch, dass das Ding immer läuft. Also mit dem Tankkonzept müssen wir noch mal reden. Großer Tank für die Rallye. Ich will dann aber auch ein paar Bilder von ihm haben. Ne? Ja? Schaffst du das? Bilder? Absolut. Ja. Okay. Ja. Ich komme an Profifotos jedes Mal. Okay. Also die Fotos sind von einem Profi gemacht. Also Ja, nicht ja, von einem genau. Profi, sondern von einem Profi erstellt. Das sind gute Fotos gemacht. Okay.